Ich bin ein Kannibale und habe kleine Kinder gefressen. Doch vor allem bin ich ein großer Fan von Finalen. Ob's der Climax eines Character Arcs ist, die letzte Folge einer guten Serie, irgendwas in uns Menschen sorgt einfach dafür, dass wir das Beste zum Schluss haben wollen. Und bei letzten Leveln in Spielen ist das besonders wichtig. Es ist ein bisschen so wie eine knusprige Hähnchenhaut. Sicher, man kann sie direkt zu Beginn essen. Aber wenn man sich durch die aus Hühner-DNA geschaffene Fleischschicht kämpft und sich seinen Weg durch die Fette gebahnt hat, bis schließlich nur noch ein wahlloser Knochen übrig bleibt, dann kommt man schließlich zur knusprigen Haut, die eine Geschmacksexplosion sondergleichen in dir hervorruft und alles verbindet, was man sich von einem Stück Fleisch nur hätte wünschen können. Das ist auf jeden Fall der Geschmack, den du zuletzt im Mund haben willst. Und bei einem Spiel ist das nicht anders. Da willst du ebenfalls mit den besten Erinnerungen aus dem Spiel rausgehen. Ein Finale kann sogar teils ganze Spiele tragen und die Meinung, die wir zu diesem haben, ziemlich ins Positive oder Negative verändern. Nicktoons Unite. Ein Spiel mit SpongeBob. Und noch ein paar anderen Losern. Ich mag das Spiel ziemlich, auch wenn es an sich kein gutes Spiel ist. Persönlich gesehen finde ich es einfach super spaßig. Doch das Finale ist geil! Ich mache nur Spaß, es ist die Hölle. Also wirklich, das Finale zieht sich viel zu lang und besteht fast ausschließlich aus schlecht umgesetzten Plattforming-Passagen und Schalterrätseln. Und der Endboss sind einfach Minispiele. Und dann auch noch die Minispiele, die man bereits 100 Mal gemacht hat. What the fuck? Und so kommt es dann dazu, dass ich jedes Mal, nachdem ich das Spiel beendet habe, da sitze und mir denke, Das ist ja ganz schön scheiße. und das, obwohl ich es eigentlich mag. Das Finale hat also meine Meinung über das Spiel als Ganzes extrem heruntergezogen. Und das, obwohl es nur einen kleinen Teil vom gesamten Produkt ausmacht. Aber es ist für die Meinungsbeeinflussung eben der wichtigste kleine Teil. Also wie sorgen Spiele dafür, dass man mit guten Erinnerungen rausgeht? Nun, in meinen Augen sind die Kriterien für ein gutes Finale ziemlich ähnlich zu denen eines guten Levels, nur auf einem längeren Zeitraum. Ein gut designtes Level stellt meist am Anfang ein Element in einem ungefährlichen Bereich vor. Baut es im Verlauf aus, eventuell kommt noch ein zweites Element rein, was einen ähnlichen Prozess durchläuft und am Ende kommt der Climax des Levels, in dem das Ganze zusammengewürfelt wird und du alles über das Level hinweg Gelernte anwenden musst. Gutes Game Design. Und diese Kriterien kann man auch auf ein gutes Finale anwenden. Nur dass das Level in dem Fall das gesamte Spiel ist und der Climax des Levels das Finale des Spiels. Bei einem gut designten Finale sollten also alle Kernelemente, die das Spiel bis hierhin ausgezeichnet haben, bis zum Maximum getrieben werden. Es sollte dich überraschen und dich dazu bringen, die gelernten Elemente anzuwenden, obwohl sie auf den Kopf gestellt werden. Und deswegen habe ich mich auf eine Suche begeben. Die Suche nach dem perfekten Finale. Auf der Suche nach einem guten Finale. Doch ich finde keines zurzeit, wie schade. Was redest du? Mario Galaxy hat doch ein ziemlich gutes. Mario Galaxys letztes Level ist so ziemlich alles, was man sich von einem guten Finale wünschen könnte. Über das gesamte Spiel hinweg wurde ja die Gravitationsmechanik aufgebaut, welche ja die Kernmechanik des Spiels darstellt und der Spieler ist vertraut mit dieser geworden. Und hier im letzten Level wird dieses Konzept mit dem sich bewegenden Gravitationslichtern nochmal auf eine neue Art und Weise genutzt, die aber dennoch fair ist, weil du genug Zeit hattest, sich bis hierhin mit dem Konzept vertraut zu machen. Aber auch allgemein ist das gesamte Level quasi nochmal eine Reise durchs Spiel. Über das komplette Level hinweg trifft man auf bereits vertraute Weltenthemen und Gameplay-Elemente, die aber in einem neuen Kontext verpackt wurden. Und es zeigt halt nochmal perfekt auf, wofür das Spiel steht. Und der Bosskampf ist halt exquisit. Mir gefällt vor allem, wie groß sich der Kampf anfühlt, durch die verschiedenen Layer, auf denen sich das Ganze abspielt. Klar, das Ende mit dem Wiedergeburtenzeug ist ein wenig cheesy, aber das hier ist vor allem ein Gameplay-orientiertes Finale. Doch, auf der anderen Seite der Münze befinden sich die Story-orientierten Finale. Das sind die letzten Abschnitte der Spiele, bei denen es gar nicht erst einen großen Gameplay-Climax gibt. Wolfenstein 2 hat das zum Beispiel ganz gut gemacht. In dem letzten Abschnitt dieses Spiels macht man nämlich gameplay-technisch im Prinzip dasselbe wie davor auch immer. Vielleicht etwas schwerer, mit etwas mehr Gegnern, aber dieses Spiel hat den Fokus ganz klar auf einen Schocker im Hinblick auf die Story gesetzt. Hier schleicht man sich langsam in ein Studio, wo die Antagonistin des Spiels Irene Engel gerade vor laufender Kamera absolute Propaganda für die Nazis betreibt. Das Ganze mit anzusehen ist wirklich ekelhaft, aber wie man Schritt für Schritt immer weiter voranschreitet und dieses Gespräch mithört, ist einfach ziemlich spannend. Und die schiere Menge an Brutalität, die darauf folgt, sorgt einfach für einen befriedigenden Abschluss. Und das alles ohne, dass gameplay-technisch irgendwas Beeindruckendes abgeliefert wurde.
Ein Spiel, in dem eine Waifu besser ist als die nächste, hat Ähnliches geschafft. Xenoblade Chronicles 2. Im Gegensatz zu Wolfenstein hat dieses Spiel allerdings wirklich versucht, auch im Punkto Gameplay einen Höhepunkt zu erzeugen. Man kämpft gegen Bösewicht Malos, der im Prinzip in einem riesigen Mecha steckt. Problem, der Kampf ist verdammt träge sowie sehr langsam vom Pacing und alles andere als ein spaßiger oder spannender Climax. Aber alles, was in Richtung Story geht, rettet das Ganze. Dem jungen Rex dabei zuzusehen, wie er den bevorstehenden Tod seiner Freundin emotional nicht akzeptieren kann, lässt einen mitfühlen und man wird selbst auch ein wenig emotional. Und man kann's Rex echt nicht verübeln. Sie hat einen guten Charakter. Also haben wir gute Spiele mit schlechten Finalen und gute Spiele mit guten Finalen. Doch natürlich gibt's auch schlechte Spiele mit guten Finalen. Sonic und die geheimen Ringe war ein interessantes Spiel. Hier läuft Sonic nämlich von alleine und per Motion kann man bestimmen, in welche Richtung er läuft. Jedoch hat das Spiel auch ein Levelsystem und mit dem Aufsteigen von Leveln kriegt Sonic neue Fähigkeiten und wird schneller. Und das ist der Punkt. Die längste Zeit ist das Spiel deswegen absolut furchtbar und eine Qual. Aber desto näher man ans Ende rückt, desto besser gelevelt ist ein Sonic und das Spiel fängt wirklich an Spaß zu machen. Und wenn man dann beim Finale des Spiels angekommen ist, liefert es wirklich ab. Hier ist halt der Moment gekommen, wo Sonic so gut gelevelt ist, dass das Konzept des Spiels wirklich funktioniert. Und in Verbindung mit dem echt soliden Leveldesign der Final Stage und dem super coolen Final Boss sowie der darauf folgenden Zwischensequenz wird das Spiel auf eine Weise beendet, bei der man es echt gut in Erinnerung behält. Und das schlägt sich auch in den Review-Scores nieder. Denn wie erwähnt, das Finale kann die Meinung zu Spielen extrem beeinflussen und hier zeigt sich das absolut. Sonic und die geheimen Ringe hat einen Metascore von 69, was keine beeindruckende Bewertung ist. Aber wenn man betrachtet, dass das nur 7 Punkte hinter Meisterwerken wie Sonic Generations ist und 9 Punkte über Spielen wie Sonic Unleashed, von denen praktisch jeder sagt, dass sie besser sind, da fragt man sich schon, woran liegt das? Und ich denke, der Grund dafür ist auf jeden Fall das Finale. Wo man bei Sonic und die geheimen Ringe zum Schluss nur Positives bekommen hat, hat man bei Sonic Generations einen Final Boss, der ziemlich unbeliebt war. Und bei Sonic Unleashed mit dem Eggman Land eine Stage, die gehasst wird. Und so können eigentlich schlechtere Spiele durch ein gutes Ende auch besser in unseren Köpfen erscheinen, als sie insgesamt wirklich waren. Und nicht nur Sonic und die geheimen Ringe. Es gibt etliche Spiele, auf die eben jenes zutrifft und was nochmal aufzeigt, wie wichtig ein gutes Finale ist. Der letzte und wichtigste Punkt, der für mich aber einen optimalen Spieleabschluss ausmacht, ist, dass sich das Finale abheben muss. Der Abschluss des Spiels sollte auf jeden Fall die Elemente, die das Spiel bis dahin ausgemacht haben, zusammennehmen und kompakt anwenden. Aber gleichzeitig muss es dich auch überraschen. Es muss wirklich einen Höhepunkt bilden, der das Ganze erinnerungswert macht. Bayonetta 1 und 2 sind für mich in dem Belang perfekte Kontraste. Wo Bayonetta 1 einen beeindruckenden Endkampf gegen eine Gottheit hatte, der sich riesig anfühlte, so fühlt sich der aus Bayonetta 2 einfach klein und wie jeder andere Kampf im Spiel an. Er hebt sich einfach nicht ab. Ambitionierte Größen sind gerade am Ende eines Spiels daher sehr wichtig. Hauptverantwortlich für sowas ist einfach das gesamte Framing und die Bildkomposition. Auch in anderen Medien wie zum Beispiel Animation ist das extrem wichtig, um dem Zuschauer ein Gefühl von Größe zu vermitteln. Um ihm ein Gefühl dafür zu geben, dass etwas über dir steht. Wo die linke Bildkomposition direkt vermittelt, dass der Antagonist dir überlegen ist, wirkt die rechte einfach nur flach und vermittelt nicht im geringsten das Gefühl von Größe, welches so ein Kampf auslösen sollte. Sowas sind einfach Dinge, die extrem wichtig sind und an denen Bayonetta 2 leider scheiterte. Die Monster sind zwar immer noch so groß wie in Teil 1, aber dadurch, wie sie im Bild geframed wurden, verlieren sie einfach sehr viel Respekt vom Spieler. Und besonders beim Endkampf wäre das halt wichtig gewesen, da der Gegner ohnehin schon von der Körpergröße kleiner war. Aber leider auch hier wieder eine sehr flache Komposition. Doch auch für jeden Kampf gegen einen riesigen Gegner findet Bayonetta 2 eine Antwort, die einfach weniger Bildtiefe besitzt. Die verschiedenen optischen Ebenen, auf denen sich alles abspielt, waren einfach genial umgesetzt im ersten Teil. Und Bayonettas Sequel hat es einfach nicht geschafft, mir das wiederzugeben. Vor allem dadurch habe ich das Finale des Spiels also eher schwach in Erinnerung. Die Zelda-Reihe ist in dem Aspekt zum Beispiel fantastisch. Wie sie die Kompositionen aufbauen, während sie ihre Bosse vorstellen und was für ein Gefühl von Tiefe und Größe vermittelt wird, ist immer wieder spannend zu beobachten. Doch auch düstere Spiele wie God of War zum Beispiel lösen das absolut fantastisch und bieten teils eine bessere Cinematografie als so mancher Film. Und natürlich kann man Spiele nicht 1:1 mit Filmmedien vergleichen. Letzten Endes ist das Gameplay schon wichtiger. Aber dahingehend sollte einfach ein guter Kompromiss gefunden werden. Man sieht also, es ist keine leichte Aufgabe, all diese Elemente in einen Konsens zu bringen. Oft versuchen Entwickler alles zu bieten und letzten Endes meistern sie keine Disziplin. Deswegen bin ich eher ein Freund davon, wenn sich Spiele auf einen gewissen Aspekt konzentrieren und diesen so gut umsetzen, wie es geht.
Doch fest steht, wie wahrscheinlich jeder bin ich ein großer Fan von finalen Akten in Spielen und empfinde es immer als extrem spannend zu sehen, wie sie in den verschiedensten Spielen umgesetzt wurden. Doch natürlich will ich an der Stelle auch eure Meinung erfahren. Welches Spiel hat das eurer Meinung nach beste, letzte Level, Finale oder generell Ende? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Spiele sollten definitiv gute Enden nehmen. Aber wisst ihr, was auf keinen Fall ein gutes Ende nehmen wird? Euer Leben! Ich fick euch! Ich fick euch!